Durch die Klimakrise verlieren alte Gewissheiten ihre Gültigkeit. Zum Beispiel der Satz, an den Bauern immer geglaubt haben, die Natur gleicht alles aus. Das war früher tatsächlich so, aber jetzt ist es nicht mehr so. Und ein anderer Satz ist, dass die Bauern immer versucht haben, den Hof besser an ihre Nachfolger weiterzugeben, als sie ihn übernommen haben von ihren Eltern. Und auch das ist jetzt kaum noch möglich. Mein Name ist Ulf Alof Kramer. Ich bewirtschafte einen Biolandhof im Lipperland in Ostwestfalen, das ist bei Detmold. Und wir haben auf unserem Hof Mutterkühe, die den größten Teil des Jahres auf der Weide verbringen. Und wir bauen Brotgetreide an, welches wir an Bäckereien und an Hofläden und an unsere Privatkunden verkaufen. In diesen Dürrejahren 2018, 19 und 20, da war es einfach so, dass wir in dem ersten Jahr, was ganz besonders heftig war, dass da einfach alle Flächen braun waren. Die Tiere hatten nichts zu fressen und wir mussten denen im Sommer etwas von dem Futter geben, was eigentlich für den Winter gedacht war. Und wir hatten zum Glück zu der Zeit Ackerland dazu bekommen und haben Kleegras angebaut, was eigentlich anders verwertet werden sollte, und konnten dieses dann nutzen, um die ärgste Not abzuwenden. Dass dann noch 2 Dürrejahre danach kommen, das war einfach unvorstellbar für uns. Aber so war es. Und das erschwert einfach die Bewirtschaftung extrem, weil man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass man mit einer Fläche, die man hat, für das Futter der Tiere auskommt. Wir sind weltweit auf einem ganz schlimmen Weg. Die globalen Emissionen steigen weiter. Und die deutsche Regierung hat ihr eigenes Klimaziel nicht erreicht, sondern verfehlt es nach wie vor. Und wir haben einfach in dieser Ära Merkel so wertvolle Zeit verloren, so wertvolle Jahre verloren, die so wichtig gewesen wären, um eine sanfte Wende in der Klimapolitik einzuleiten und unser Land auf einen klimaverträglichen Kurs zu bringen. Und es wird einfach mit jedem Jahr, was weiter vergeht, umso schwerer, diese entscheidenden Fehler aufzuholen und das wieder gut zu machen. Jetzt oder nie, sagt der Weltklimarat heute. Wir sind längst im roten Bereich. Und mit dem, was bislang verabredet ist, liege das 1,5-Grad-Ziel außer Reichweite. Wir Bäuerinnen und Bauern hier und überall auf der Welt spüren die Folgen der Erderhitzung an allen Ecken und Kanten, und sie ist einfach existenzbedrohend für uns. Und ich möchte, dass mein Sohn und auch die Kinder der anderen Bauern eine Zukunft haben in der Landwirtschaft und dass es möglich ist, die Menschen mit guten Nahrungsmitteln sicher zu versorgen. VW trägt als der zweitgrößte Autobauer der Welt wirklich eine sehr, sehr große Verantwortung, auch für das Weltklima. Und es ist ganz klar, dass da sich etwas fundamental ändern muss an der Geschäftspolitik. Und deswegen ist es ganz klar, dass es notwendig ist, eben über so eine Klage da ein Zeichen zu setzen und dafür zu sorgen, dass diese Geschäftspolitik an den Klimazielen von Paris ausgerichtet wird. Es schmerzt einfach zu erleben oder wahrzunehmen, wie sehr wir mit unserer Lebensweise diese wunderbare Welt beeinflusst haben in den letzten Jahrzehnten und wie viel Zerstörung dabei zustande gekommen ist. Wenn man sich überlegt, dass wir einen Klimawandel, eine Klimaveränderung anzetteln innerhalb weniger Jahrzehnte, die das Leben auf dieser Erde so fundamental nachteilig verändern wird, dann tut das einfach wirklich weh. Wir müssen wieder Frieden schließen mit der Natur und aufhören, Krieg zu führen gegen die Natur und gegen das Klima, weil wir haben die verdammte Pflicht, unsere Erde zu schützen und zu erhalten für unsere Kinder und für deren Nachfahren.